Also warum Cello ist eine eigentlich ganz lustige Geschichte. Ganz ursprünglich habe ich Cembalo gelernt. Also ich komme so hardcore von der alten Musik. Und dann wurde irgendwie festgestellt, ja, er hört absolut und so, soll man vielleicht ausnützen. Blasinstrument war es dann nicht, weil Heuschnupfen als Kind, also dann irgendwie Oboe, Klarinette, Flöte schied aus. Streichinstrument. Und dann hat meine Mutter beschlossen, Geige hält sie nicht aus. Bratsche, nicht? Also damit fängt man nicht wirklich an. Kontrabass kann man nicht herumschleppen. Cello. Und dann habe ich ein Cello in die Hand gedrückt bekommen und das war's dann. Meine Cembalo- und später dann Klavierlehrerin war die Mutter von Heinrich Schiff. Das heißt, da gab es ein bisschen eine Beratung, wen es denn da so gibt. Dann entschieden meine Eltern, dass ich bei Wilfried Tarezzi angefangen habe, der am Mozarteum unterrichtet hat damals. Das führte zu einer kleinen Verstimmung mit der Frau Schiff. Die wollte lieber, dass ich zu Herrn Kühne gehe. Das war aber, weil wir damals in Linz gelebt haben, logistisch einfacher nach Salzburg sich zu orientieren als nach Wien. Und dann war ich beim Wilfried Tarezzi, bis ich 15 war und bin von dort ziemlich nahtlos zum Wilhelm Plitt gekommen und habe dann noch eine Runde bei Maria Kliegl eingelegt dazwischen und sehe mich aber ästhetisch in der Plitt-Schule, so viel ich der Maria Kliegl verdanke. Aber das war schon in einem Zeitpunkt, wo eigentlich die musikalische Ästhetik geprägt war und also man ist zwischen 15 und 20 einfach empfänglicher für so Grundwerte als zwischen 20 und 25. Die Nähe zu David Popper ist natürlich aus diesem Etüdenprojekt entstanden. Das ist klar, wenn man die 65 Popper-Etüden aufnimmt und dann eine Ausgabe macht, dann ist man sehr nah an Popper dran. Und die Beschäftigung mit ihm hat natürlich da angefangen, auch sein Leben zu durchleuchten und anzuschauen, was hat er eigentlich sonst noch gemacht, außer den 5 virtuosen Stücken, die heute die Cellisten spielen. Und die Faszination, dass jemand eine so vielseitige Musikerkarriere hinlegt und so hohes Niveau erreicht in allem, was er tut, als Orchestermusiker, als Solist, als Kammermusiker und als Pädagoge. Das fasziniert mich bis heute sehr, wo wir doch in einer sehr schubladisierten Welt leben. Also wo jemand ist ein Leben lang Orchestermusiker und wenn der dann einen Ausflug als, weiß ich nicht, Solist macht, schauen alle irgendwie so ein bisschen irritiert. Oder umgekehrt, wenn ein Solist in einem Orchester mitspielt, mal ein Jahr lang oder so, dann das geht auch irgendwie nicht. Und das war damals anders und das finde ich sehr faszinierend, weil auch seine musikalische Biografie das widerspiegelt. Man sieht das in den Stücken, die er komponiert hat. Und ich habe mir das jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das wieder zu entdecken, die Dinge, die nicht jeder spielt. Also auch Ausgaben zu suchen von den Stücken, die heute eigentlich vergessen sind und wieder rauszugeben und aufzunehmen. Wir haben jetzt einmal so etwas vollmundig angekündigt, wir wollen eine Gesamtaufnahme probieren und sind da jetzt einmal dran. Schauen wir mal, was das in den nächsten 10 Jahren so bringt. Reger, das ist natürlich die musikalische Maßlosigkeit. Ich finde einfach, ich muss immer an die Geschichte denken, bringen Sie mir 2 Maß Bier und eine Stunde lang Schnitzel. So ist die Musik. Und
Ich glaube, der ist völlig unterrepräsentiert im Konzertleben, und zwar, weil einen die Musik einfach nicht anspringt gleich. Also ich habe vor, ich weiß nicht, 7 oder 8 Jahren die Sonaten für Cello und Klavier, alle 4 aufgenommen. Und das war ein unglaublicher Entdeckungskampf, weil man in der ersten Probe einfach gar nichts versteht von der Musik. Man muss sich das wirklich aneignen. Und jetzt fange ich anlässlich des nächstjährigen Rega-Jahres an, mich mit den Solosuiten zu befassen, die eigentlich ganz anders sind. Also ich habe festgestellt, die G-Dur-Suite, das macht so ein bisschen auf Bach. Natürlich nicht, aber er tut so, als ob. Und die D-Moll-Suite hat dann doch schon eine romantische Eigenständigkeit und ist fast doch das erste bedeutende Solowerk jetzt nach den Bach-Suiten. Also im sonstigen 19. Jahrhundert ist alles mit Klavier. Und er hat uns da 3 Suiten geschrieben, die, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie derzeit haben. Ich glaube, dass es nötig ist, dass wir wegen der Überfüllung von Eventkultur, das mit Klassik sehr schwer zu vereinbaren ist. Das ist nötig und das ist ganz wichtig, und ich glaube auch, dass das sehr viele Leute zur klassischen Musik bringt, die sonst dort nicht hinkämen. Also diese Dinge sind in der heutigen Zeit, auch wo das in der Schule nicht mehr so mitgegeben wird, sehr, sehr wichtig für uns Musiker. Aber ich glaube, dass man das nicht verwechseln darf mit der alltäglichen Arbeit eines klassischen Musikers. Es ist vollkommen okay, irgendwo in einem Freiluftkonzert, Dvorak-Konzert zu spielen, aber man darf, glaube ich, nicht glauben, dass das das Einzige ist, was heute ein Musiker tun soll, sondern wir müssen diese Ernsthaftigkeit, sich mit den Werken wirklich tief auseinanderzusetzen, was einfach allein durch die akustischen Gegebenheiten eine Grenze in der Publikumsmenge hat, dann muss man es lieber öfter spielen. Und sich darauf zu besinnen, dass man eigentlich eine Kommunikation zu einem einzelnen Zuhörer herstellen muss und nicht zu 3000 Leuten, die gleichzeitig Cola trinken.